wenn wir verhindern wollen, dass die ganze Geschichte wieder zurück, dass der Fluss wieder zurück schwimmt in sein altes Bett, dann muss das gefährlichste Instrument, was in den Händen dieses Staates existiert, und das gefährlichste Instrument ist immer das Instrument, vor dem alle anderen Instrumente Angst haben, nämlich die Staatssicherheit, unschädlich gemacht werden. Und das geht nur, wenn die ihre Arbeit einstellen. Dann haben wir uns entschlossen, am nächsten Tag, also jetzt das Thema Staatssicherheit in Angriff zu nehmen. Und da sind wir waren ja damals alle überzeugt, dass die ganze Geschichte legalistisch stattfinden musste. Was heißt legalistisch? Natürlich unter Beachtung der gegenwärtig gegebenen gesetzlichen Regelungen. Und diese gesetzlichen Regelungen, das war das damals geltende Recht der DDR. Dort haben wir dann nach dem damaligen Strafgesetzbuch der DDR den Sabotageparagraph ausgewählt. Der Sabotageparagraph stellt es unter Strafe, dass Unterlagen vernichtet werden, die von allgemeiner Bedeutung sind. Und das waren Unterlagen, die von allgemeiner Bedeutung sind. Also haben wir Anklage wegen unter Ausnutzung des Sabotageparagraphs, also mit dem Vorwurf der Sabotage Anklage gegen das Ministerium für Staatssicherheit erhoben. Inzwischen gab es auch von der Staatssicherheit selbst gestreut Informationen über Aktenvernichtung, sodass wir der Meinung waren, es kommt von dort selber, und das macht die Sache gefährlicher, es kommt von dort selber die Anregung, ihnen doch das Handwerk zu legen. Was bedeutet denn das? Bedeutet das, dass wir dort ein Messer reinrennen oder so? Ich halte im Nachhinein das Interview, was Berghofer mit dem Manfred Wilke geführt hat, wo er sagt, also dass das Motor die Entscheidung gefällt hätte, die Staatssicherheit zum Sündenbock zu machen und aus dem Grunde die Staatssicherheit aufgegeben hat als Institution oder hatte oder wollte, dass dieses glaubhaft ist. Also das ist ich war nicht dabei, aber hier steht Aussage gegen Aussage, ich bin der Meinung, das ist glaubhaft. Genau das erklärt die Tatsache, die Partei hat offenbar die Staatssicherheit fallen gelassen. Gut, wir sind jedenfalls dann hochgegangen und haben vorher im Radio angekündigt, dass wir um 4 dort oben die Stasi besetzen wollen. Herbert Wagner und ich haben es im Radio angekündigt. Und dann haben wir aber schon gehört, dass gegen die Absprache schon um 13 Uhr die Staatsanwälte an Ort und Stelle waren. Und daraufhin haben wir alle möglichen Leute zusammengeholt, die wir holen konnten, um dort mit in diese Gebäude reinzukommen und bei den Handlungen der Staatsanwaltschaft zugegen sein zu können. Das haben wir auch gemacht, haben dann den ganzen Tag und die ganze Nacht Räume versiegelt dort. Und wie gesagt, um 16 Uhr kamen die Bürger. Und da entstand eine sehr gefährliche Situation, weil die Stasi-Leute dachten, sie würden angegriffen. Und ich bin auch heute fest davon überzeugt, dass diese Angriffe einkalkuliert und vielleicht sogar geplant waren. Denn sonst kann ich mir nicht erklären, weshalb der Schwanitz bei einer Pressekonferenz in Berlin erklärt, überall in der DDR seien die Staatssicherheitsbezirksverwaltungen besetzt wurden, oder damals dieses Amt für nationale Sicherheit spielt jetzt keine große Rolle. Die seien also überall besetzt worden und es hätte in Dresden und in Frankfurt eine erhebliche gegeben. So, am nächsten Tag habe ich den Hillenhagen gefragt. Hillenhagen kam dann als Vertreter der Zentrale, also der Berliner Normannenstraße, nach Dresden mit dem Auftrag, das Kommando über die Bezirksverwaltung zu übernehmen, nachdem sozusagen der Böhm nach Hause geschickt worden ist von den Demonstranten. Und den Hillenhagen fragte ich, ob er Erkenntnisse über Verletzte hätte und wo man die besuchen könnte. Er hat gesagt, es gibt keine Verletzten, überhaupt nichts passiert, in Dresden gar nichts. Und
ja, und das stand im krassen Widerspruch zu dem, was eine Journalistin der Los Angeles Times mir am Mittag dieses Tages, abends habe ich Schillenhagen gefragt, am Mittag gesagt hatte, dass Schwanitz auf einer Pressekonferenz gesagt, ich konnte das auch verifizieren, das stimmt, es hätte viele Verletzte gegeben. Dann ist das ganz offenbar eingeplant gewesen, habe ich gedacht. Also ganz offenbar ist es so gewesen, dass die wollten diesen Tag schon zur Umkehr der Verhältnisse nutzen. Und so sah es am Nachmittag um ungefähr, würde ich mal sagen, 5, 6 Uhr auch aus dort. Genauso. Also die öffneten die Tore, die Demonstranten kamen rein, die Stadtsicherheit änderte in den Fluren, wo wir ja nun jetzt als Bürger sozusagen in der Minderheit gewesen sind, plötzlich ihren Ton und sagten, jetzt droht uns Gefahr. Aber wir haben auch noch euch. Also wenn uns was passiert, passiert euch auch was. So, das will ich jetzt nicht behaupten, dass das so gesagt worden ist, aber genau das war das Ziel des Gestus, den man uns gegenüber anwandte. Und dann bin ich runter und habe allerdings natürlich eskortiert von 2 Stasi-Leuten auf diese Treppenrampe dort getreten, die vom Speisesaal rausführt auf den Hof dort. Und hatte ich kein Megafon. Ich sah Herbert, der versuchte mit Megafon, Herbert Wagner versuchte mit Megafon was zu sagen, das ging nicht. Und dann musste ich immer auf meine Stimme setzen und das war sehr schwierig, weil der Hof groß ist. Da habe ich also geschrien, also die erste Botschaft, die Stasi-Leute werden unruhig und unsere Leute befürchten Übergriffe, unsere Leute sind im Haus drin und es besteht die Gefahr, dass sie von der Stadtsicherheit als Geiseln genommen werden, wenn die Situation eskaliert, und sie wird von der Staatssicherheit als bedrohlich betrachtet, und ich bitte euch alle, den Hof für eine Viertelstunde zu verlassen, was natürlich ein Problem ist, vielleicht 2000 oder 3000 Leute inzwischen auf dem Hof waren. Nur für eine Viertelstunde, dann könnt ihr alle wiederkommen, aber bitte, bitte, macht den Hof jetzt mal leer, nur damit das Zeichen geschieht, wir führen keine gewaltsamen Absichten im Schilde. Und dann habe ich einen Satz noch gesagt, es war wie so eine Eingebung, dann habe ich gesagt, und jeder achtet auf seinen Nachbarn. Wer Gewalt ausübt oder zu Gewalt anstachelt, ist ein Stasi-Mann. So. Und dann leerte sich der Hof, nicht lang, vielleicht 5 Minuten. Und ich habe zu den Stasi-Leuten gesagt, das sind alle ganz friedlich, es passiert hier gar nichts. Wenn ihr nichts macht, passiert hier nichts.